Und was ist so gut an diesem Bad? Na, das Meersalz. Es verbrennt das Fett und hilft gegen das, was uns verfallen lässt. Und was soll das sein? 40 plus. Hier wimmelt es von Bakterien. Weißt du, wie viele hier reingepinkelt haben? Ich darf gar nicht dran Du denken. bist paranoid. Kein Mensch pinkelt ins Schwimmbecken. Hä? Was ist das für ein Strahl? Das ist ja unangenehm. Was? Das ist doch nicht komisch, das ist Absicht. Das gefällt mir nicht. Aber mir ist die Unterwassermassage entspannt doch. Wie lange bist du schon nicht mehr gevögelt worden? Ach, hör auf, nicht schon wieder. Du weißt, meine Prioritäten sind nicht Typen und Sex. Für dich gibt's nur das. Nein, überhaupt nicht. Ich bin viel komplexer als das. Ich erzähle dir nämlich nicht alles. Ach so? In Ihrem Film wird sehr offen und gewagt über Sex gesprochen, aber es ist nie peinlich. Was ist für Sie in den Szenen wichtig und wie entsteht da Komödie? Comedy. Well, you know, I think in some American films they go too far, like they start talking about poo. Poo is never, it gets vulgar. It's like gross. Like, it's like, I don't want to see people shitting everywhere. It's like, I really hate that stuff. You know, I feel like the way I play with sexuality, it's kind of, also it's silly. It's like very, I don't think it ever goes to a place where it's vulgar because, first of all, I don't like vulgarity, but I like funny, absurd, you know? Nein, es ist ja nicht so, dass ich überhaupt keine Männer hatte. Aber verschwinden wenige. Ich hab's satt, mich vom Wasser betatschen zu lassen. Ich mach seit 2 Wochen Verlasse und hab mich 1 Kilo abgenommen. Ich hab die Nase voll. Ich bleib noch auf ein kleines Pipi. Das ist eklig. When things are too real, when it's about diarrhea, that's vulgar, that's gross. I mean, seriously, maybe it's me. I hate poo jokes. I'm just like, that's not my thing, you know. Du solltest mit diesem Jean-René ins Bett gehen. Zeit für den Hausputz. Lass die Spinnweben wegfegen. Ich schlepp heute Gérard, den Kretin da. Socken in Sandalen. Das ist ja so abgetan. Egal, deine Oma hat gesagt, spießig fickt gut. Nein, dumm fickt gut. Könnten Sie sich im wirklichen Leben in so einen Typ verlieben? Oh, totally. Like a really kind, loving, caring, giving. Yeah. Actually, I wanted to kind of, you know, make it kind of a point of like, you know, obviously, you know, there's a time as a woman in your life where you're not after sociopath anymore, you know, or like crazy, destructive people. I mean, like you're like that in your 20s, maybe everyone's kind of like that in their 20s, it's exciting. But it's like there's a time in life where you just want to be with someone who's a good person, you know, like people under-evaluate that quality, kindness. I think kindness is one of the greatest quality in a human being because it's one of the rarest. Noch 3 Tage ohne Sex? Also komm, ich bin doch kein Tier. Ich wollte mich nicht aufdrängen. Ich mich auch nicht. Bist du nicht müde von der Fahrt? Julie Delpy ist erfolgreiche Filmemacherin, Schauspielerin und Drehbuchautorin. Ihr Spielpartner ist der ebenfalls überaus populäre Dany Boon. Und dann gerät noch Lolo, ihr verwöhnter Sohn, ins Spiel. Lolo, was treibst du denn hier in meinem Bett? Ich hab gedacht, ich schlaf hier. Aber wenn stört, kann ich wieder abhauen. Nein, bleib nur. Das ist Jean. Eloi, mein Sohn. Ich nenne ihn Lolo. Guten Abend, Eloi. Jean-René, hallo, ich freue mich sehr. Jean-René? Ja. Wie ist es für die berühmte Schauspielerin Julie Delpy, mit der Regisseurin Julie Delpy zu arbeiten? It's a lot. It's very difficult. No, she's very demanding. Listen, it's an interesting thing to do both. You know, it's very stressful, but I've done it many times now. There's something, you know, there's upside and downside. The upside is that, you know, when you're the director, you really kind of know your world. So I don't really need to kind of figure out my character. I wrote it. So, you know, I don't need that period of figuring out what my character is about. I basically wrote it. So I know exactly what my character is about, you know, or messed up mind or whatever it is, you know, or confusion or whatever it is. So that's the good part. The hard part is a practical part that's difficult, which is, you know, running from behind the camera, in front of the camera, being able to judge my performance because no one else is judging it, you know. So that's hard, you know. But I'm always able to manage it in a way, you know. Echt krass, der Neue von meiner Mutter. Na gut, in ihrem Alter kann sie nicht mehr wählerisch sein. Wie findest du ihn? Ich mag seine Ohren. Weißt du, die erinnern mich an meinen Lieblingstrickfilm.
Welcher? Dumbo. I don't think she's a good mom because in a way Lolo is the way he is because she raised him in a way that she probably indulged all the bad side of him and kind of, you know, no one can say anything wrong about him, you know, which is not good, you know. Versprich mir, dass du nett zu ihm bist. An Mutters neuem Freund, den er als Konkurrent im warmen Nest sieht, wird er seinen ganz fiesen Charme auslassen. Nein, siehst du schick aus. Ich wollte doch für das Abendessen und die offizielle Vorstellung nicht irgendwie hier erscheinen. Das hat echt klasse. Geht schon mal ins Wohnzimmer. Also, Paris. Gefällt's dir? Oh ja, ja. Ich bin schon oft hier gewesen, aber hier zu wohnen, das ist was anderes. Aufzuwachen und, danke, einzuschlafen und aufzuwachen mit dem Blick auf den Eiffelturm, das ist unglaublich. Das ist ausgefallen. Was sind das alles für Bilder auf dem Boden? Mein Sohn ist ein Künstler, hochbegabt. Gefällt's dir? Ja, gefällt mir. Nein, danke. Vielleicht bin ich nicht objektiv, aber mein Sohn ist die Zukunft der Menschheit. Ich bin sicher, du wirst ihn mögen, wenn du ihn besser kennst. Er ist ein Traum. Bist du blind oder was? Er ist ein hässlicher Vogel. Aber ist schon okay, ihr wollt ja keine Kinder machen. Das wäre eine absolute Katastrophe. Er ist nur geschmacklos gekleidet. Da hängt eine beige Jacke neben der Tür an der Garderobe. Ja, ich kann sie schnell holen. Es ist schon erstaunlich, was Lolo gegen den neuen Vater so einfällt. Ist es erlaubt, Lolo als etwas psychotisch zu bezeichnen? He's, you know, now there's a term for is kind of a mental illness, which is called he's a narcissist and a sociopath, meaning it's like a functioning psychopath, basically. He doesn't kill people because killing people gets you in jail, you know. He pushes people to lose their mind, and he's very controlling and very destructive psychologically. There are a lot of people like that out there. I've met a few, you know, so they were great inspirations. Das juckt mich wirklich. Du kennst dich doch mit sexuell übertragbaren Krankheiten aus. Ja, das ist meine Spezialität. In the end, you know, like at one point he's checking for polonium, but in the end he uses itchy powder. So he could be a serial killer, but he's really just like a bad kid because he's not. In the end, the stuff he does is kind of silly. Keine Sorge, ich habe alles im Griff. Jean-René! Was ist das? Wie kommst du darauf, dass ich an zwei 20-jährigen langbeinigen Blondinen interessiert sein könnte? You know, what I wanted to show is like those destructive people that are not, you know, they're not going to kill you. They're just going to make your life miserable, you know, which I think it's kind of funny, you know. When it's not really happening to you, it's funny. Weißt du, wie das nervt, wenn du deinen Humor verlierst? Mama, es tut mir weh, dich so zu sehen. Wenn du endlich einen tollen Typen finden würdest, würde das dein beschissenes Leben ändern. Lolo, gespielt von Vincent Lacoste, ist ein geradezu umwerfend charmanter Schuft.